is up there. And life always matters very much. Gene Hackman, einer der besten Schauspieler Hollywoods, ist bekannt für seine kraftvollen und unvergesslichen Rollen in klassischen Filmen. Nachdem er sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, schien er jedoch zu verschwinden, bis die Nachricht von seinem Tod seine Bewunderer aufschreckte. Als die Behörden von New Mexico die niederschmetternde Information veröffentlichten, dass Gene Hackman an einer Herzerkrankung und an Komplikationen der Alzheimer-Krankheit gestorben ist, wurden heute Fragen über das Rätsel um seinen frühen Tod aufgeworfen. Was geschah wirklich mit dieser berühmten Persönlichkeit? Hat jemand geahnt, dass sein letztes Kapitel noch nicht zu Ende ist? Dieser Film enthüllt die wahre Geschichte von Gene Hackmans letzten Tagen und das Geheimnis um sein vorzeitiges Ableben. Schau genau hin, wenn wir dir das Geheimnis verraten, das niemand kennt. Die Enthüllung seiner Tochter. Obwohl Gene Hackman für seine vielfältigen Rollen bekannt war, darunter die eines Detektivs, eines Bösewichts und eines Helden, war er hinter den Kulissen eine äußerst private Persönlichkeit. Obwohl er in Filmen wie The French Connection und Superman sowie in zahlreichen weiteren Meisterwerken die Zuschauer begeisterte, hielt er sein Privatleben sorgfältig unter Verschluss und hielt es vom Zentrum der Aufmerksamkeit in Hollywood fern. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hielt er sich in Santa Fe, New Mexico, zurück, wo er mit seiner zweiten Frau Betsy Arakawa, einer klassischen Pianistin, lebte. Sie richteten sich ein Leben abseits der Kameras ein, das mit Literatur, Musik und der ruhigen Gesellschaft ihrer geliebten Hunde gefüllt war, sodass sie ihre Zeit genießen konnten. Doch am 26. Februar wurde dieses friedliche Leben auf traurige Weise beendet. Hackman, Arakawa und einer der Hunde des Paares wurden tot aufgefunden, als die Behörden am Wohnsitz des Paares in der Santa Fe Summit Subdivision eintrafen. Die Nachricht löste einen Schock in der gesamten Branche aus und am nächsten Tag gaben Hackmans Töchter Elizabeth und Leslie sowie seine Enkelin Annie eine Erklärung von ihrer jeweiligen Position aus ab. Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben unseres Vaters Gene Hackman und seiner Frau Betsy bekannt, heißt es in ihrem Briefwechsel. Für seine erstaunliche Schauspielkarriere wurde er von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geliebt und geschätzt. Doch für uns war er immer nur unser Vater und Großvater. Wir werden ihn sehr vermissen. Und die Nachricht von seinem Tod bricht uns das Herz. Zunächst waren die Umstände ihres Todes nicht klar. Doch am 7. März bestätigten die Behörden die verheerende Realität. Zu dem Zeitpunkt, als Hackman starb, war Arakawa bereits verstorben. Er war dem Hunter-Virus erlegen, einer seltenen Krankheit, die mit Nagetierkot in Verbindung gebracht wird. In der kurzen Zeit danach starb Hackman, der bereits an einer schweren Herzerkrankung, hohem Blutdruck und fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit litt, auf tragische Weise. Sein Tod bedeutete das Ende eines Lebens, das mehr als ein Jahrhundert gedauert hatte. Vor der Scheidung im Jahr 1986 war Hackman zum ersten Mal 1956 mit Faye Maltese verheiratet, mit der er 3 Kinder hatte, Christopher, Elizabeth und Leslie. 5 Jahre später verliebte er sich erneut in Arakawa und die beiden blieben in den letzten Jahrzehnten seines Lebens zusammen. Hackman war nie jemand, der seine Familie in Interviews ansprach, obwohl er immer berühmter wurde. Im Jahr 1989 äußerte er gegenüber John C. Tibbets, einem Filmkritiker, dass er glaube, die Menschen identifizierten sich mit ihm, weil er aus einem einfachen Milieu stamme. Ich möchte mein persönliches Leben ziemlich gewöhnlich halten, damit man in meiner Kunst loslassen und sich erheben kann, fuhr er fort. Ich möchte anderen nicht zur Last fallen. Was er tat, war aufzusteigen. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben hat Gene Hackman über sein Leben nachgedacht und darüber, wie er von einem Niemand zu einem Mitglied der Hollywood-Elite wurde, wie er es geschafft hat, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Berühmtheit und Elternschaft zu halten und welche Entscheidungen er auf seinem Weg getroffen hat.
In einem seltenen Interview, das er bei Larry King Live gab, reflektierte er über den Wirbelwind, der seine frühe Karriere war. Auf die Frage, wie er den Übergang von einem sich abmühenden Schauspieler zu einer berühmten Persönlichkeit gemeistert habe, antwortete Hackman, ehrlich gesagt, habe ich es nicht sehr gut gemeistert. Obwohl er sich sicher war, dass es seiner Familie nie an irgendetwas gefehlt hatte, gab er zu, dass die Versuchung Hollywoods mit seinem Glanz und Glitzer und seinen überlebensgroßen Figuren ihn verlockt hatte. Die Tatsache, dass ich ein Teil davon war und die Vorstellung, dass ich alles und jeder sein konnte, der ich sein wollte, hat mich sehr beeindruckt, erinnert er sich. Das hat mich wirklich gefesselt. Gelegentlich gewährte er Einblicke in sein Leben als Vater, obwohl er über seine familiären Verpflichtungen recht diskret war. In einem Gespräch mit The Irish Independent im Jahr 2000 führte er eine der wichtigsten Entscheidungen, die er je in seinem Berufsleben getroffen hatte, auf die Hilfe seiner älteren Kinder zurück. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte er die Rechte an Das Schweigen der Lämmer mit der Absicht erworben, bei dem Film selbst Regie zu führen. Irgendetwas fühlte sich jedoch nicht ganz richtig an. Er sagte, ich habe keine Zweifel an dieser Entscheidung. Und er hatte recht. Die Erkenntnis, dass es nicht das Beste war, was ich tun konnte, wurde mir von meinen Kindern nahegebracht. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, die ihm nahe standen. War Hackman sich der Bedeutung seiner Bekanntheit bewusst. Das Kind eines Prominenten zu sein, war eine schwierige Erfahrung, gab er zu. Als sie aufwuchsen, konnte ich nicht ständig bei ihnen zu Hause sein. Und als sie dann nach Kalifornien zogen, mussten sie damit klarkommen, dass mein Erfolg ständig über ihren Köpfen schwebte. Hackmans Hingabe für seine Familie war von Anfang an unerschütterlich, trotz der Opfer, die er brachte. Für das Publikum war er vielleicht eine Legende, aber für seine Kinder war er einfach ihr Vater. Er war ein Mann, der trotz der Verlockungen Hollywoods nie aus den Augen verloren hat, was wirklich wichtig ist. Das erste Kind. Gene Hackman hat trotz des Drucks seiner Hollywood-Karriere eine grundlegende Realität nie aus den Augen verloren. Elternschaft ist eine eigene Art von Pflicht, die eine andere Art von Präsenz erfordert. Diese Wahrheit hat ihn nie losgelassen. Das Jahr 1960 markierte die Geburt ihres Sohnes Christopher Alan Hackman, der ihm und seiner ersten Frau Faye Maltese geboren wurde. Hackman wurde 1984 in einem Interview zu seinem Film Misunderstood gefragt, ob es jemals einen Zeitpunkt gegeben habe, an dem er sein Kind nicht mehr umarmt, sondern stattdessen einen Handschlag gemacht habe. Diese Frage wurde ihm einige Jahre später gestellt. Er antwortete sofort, nein, wir umarmen uns auch heute noch. Und ich danke Gott, dass wir das tun können. Seine Antwort kam ziemlich prompt. Es war für ihn unvorstellbar, dass man einem Kind seine Zuneigung ganz entziehen könnte. Es war eine echte Herausforderung für mich, das in dem Film zu tun, sagte er. Und eines der kältesten Dinge, die man tun kann, ist, sich des Bedürfnisses eines Kindes, in die Arme eines Vaters gehüllt zu werden, nicht bewusst zu sein und ihm gegenüber unsensibel zu sein. Trotz der tiefen Liebe zu seinen Kindern war Hackman nicht immun gegen die Schwierigkeiten, die ein berufstätiger Vater mit sich bringt. Die Isolation, die seine Arbeit mit sich brachte, brachte er 2011 in einem Interview mit GQ mit leiser Traurigkeit zum Ausdruck. Ich habe schon früh den Kontakt zu meinem Sohn verloren. Was die Beratung angeht, fügte er hinzu. Das war ziemlich früh. Die Elternschaft ist durch die langen Abwesenheitszeiten am Filmset zu einer Herausforderung geworden. Vielleicht lag es daran, dass er für längere Zeit abwesend war und an Dreharbeiten arbeitete, während er in einem Alter war, in dem er Unterstützung und Anleitung brauchte. Nach 3 Monaten Abwesenheit war es für mich eine wirklich schwierige Erfahrung, nach Hause zurückzukehren und sofort damit zu beginnen, Autorität über ihn auszuüben. Trotz des Zeitablaufs gab es immer noch Momente, in denen Vater und Sohn miteinander in Verbindung standen, manchmal auf unerwartete Weise. In einem Interview mit Empire im Jahr 2020
erinnerte sich Hackman daran, dass Christopher einmal mit dem Gedanken gespielt hatte, eine Karriere als Schauspieler anzustreben. Die Aussage wurde von Hackman gemacht. Er war in New York und ich habe ihm ein paar kleine Monologe geschrieben, behauptete er. Ich glaube, das war der Punkt, an dem ich mich wiederfand. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich nachdachte, kamen mir plötzlich Ideen und ich schrieb sie schnell auf. Die Kunst des Geschichtenerzählens war Hackmans Methode, mit anderen zu kommunizieren, sei es über das Medium Kino, die Literatur oder auch nur über ein paar Zeilen, die er für sein Kind auf ein Blatt schrieb. Obwohl sein Beruf ihn daran hinderte, anwesend zu sein, war er dennoch in diesen kleinen und originellen Aktionen präsent. Die erste Tochter. Obwohl das Leben von Gene Hackman in Hollywood voller Ehrungen war, blieb seine Familie sein privates Refugium. Darüber sprach er nur selten in der Öffentlichkeit. Elizabeth Gene Hackman. Sein zweites Kind konnte aufgrund des enormen Ansehens ihres Vaters die meiste Zeit ihrer Kindheit abseits der Öffentlichkeit verbringen. Hackman, der schon immer ein zurückhaltender Mensch war, hat in Interviews nur selten über seine Kinder gesprochen. Nach einer kurzen Phase der Selbstbeobachtung gab er jedoch eine aufschlussreiche Erzählung über die Herausforderungen seines Berufslebens in den 1970 und 1980 Jahren preis. In einem Interview mit Cigar Aficionado im Jahr 2000 verriet er, dass er sich das Auto seiner Tochter ausleihen musste, um zu Vorstellungsgesprächen in Hollywood zu gelangen. Das Bild des Oscar-Preisträgers, der einst das Gesicht von hartgesottenen Detektiven und cleveren Bösewichten war, wie er sich bescheiden ein Auto mietete, um Arbeit zu finden, stellte einen dramatischen Kontrast zu seiner überragenden Präsenz auf der Leinwand dar. Allerdings gab er nicht an, auf wessen Tochter er sich bezog. Im Laufe der Jahre war es möglich, Einblicke in Hackmans Beziehung zu seinen Töchtern zu erhalten, obwohl er es im Allgemeinen vorzieht, seine Einsamkeit zu bewahren. Als sie jünger waren, wurden Elizabeth und ihre jüngere Schwester Leslie bei einem Baseballspiel auf dem Schoß ihres Vaters sitzend abgebildet. Hackman trug zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Trikot der Los Angeles Dodgers. In späteren Jahren begleitete Elizabeth ihn zu öffentlichen Veranstaltungen, unter anderem 1978 bei der Vorführung von Superman im Kennedy Center, als er die berüchtigte Rolle des Lex Luthor spielte. Im Jahr darauf, 1996, sah man sie bei der Premiere von The Chamber in Beverly Hills an der Seite ihrer Schwester und Stiefmutter Betsy Arakawa. Dieses Ereignis fand über 20 Jahre später statt. Nach dem Ableben von Hackman im Jahr 2024 äußerte Elizabeth die Befürchtungen ihrer Familie über den unerwarteten Tod von Hackman und Arakawa. Gegenüber TMZ erklärte sie, die Familie habe den starken Verdacht, dass gefährliche Gase, möglicherweise Kohlenmonoxid, eine Rolle gespielt haben könnten, was die letzten Tage des Schauspielers auf unerwartete Weise noch trauriger machte. Elizabeth blieb während der ganzen Zeit so zurückhaltend wie ihr Vater, eine stille Präsenz im Leben eines Mannes, der trotz seines weltweiten Rufs immer mehr zu seiner Familie als zur Öffentlichkeit zu gehören schien. Elizabeths Vater war in der Welt eine beliebte Persönlichkeit. Das dritte Kind. Leslie Ann Hackman, die jüngste Tochter von Gene Hackman, hat es geschafft, den größten Teil ihrer Kindheit abseits des Rampenlichts von Hollywood zu verbringen. Wie auch bei ihren älteren Geschwistern sind nur wenige Informationen über ihre Vergangenheit an die Öffentlichkeit gelangt. Dennoch wurde ihre Verbindung zu ihrem Vater in einigen wenigen Interviews und öffentlichen Auftritten erwähnt. Während der Werbetour für seinen Film Misunderstood im Jahr 1984 äußerte sich Hackman zu den Themen der elterlichen Beziehungen, die in dem Film behandelt wurden. Auf die Frage des Drehbuchautors Bobby Wygant, ob ihn die Geschichte mehr als Elternteil oder als Sohn berühre, verriet Hackman, dass ihn seine Beteiligung an der Geschichte stark mit seinen Kindern verbinde.
Dies war eine Reaktion auf die Tatsache, dass Hackman eine schwierige Beziehung zu seinem eigenen Vater hatte. Er gab an, dass seine jüngste Tochter den Film gesehen hatte und dass sie eine deutliche Reaktion darauf zeigte. Andererseits glaube ich, dass sie von der Tatsache berührt war, dass es ein Film war und nicht, weil ich mitgespielt habe. Es war ein Film, den sie gerne gesehen hat, und sie schlug vor, dass ihre Freunde ihn auch sehen sollten. Sie werden ihn sich diese Woche in einer Vorstellung ansehen. Trotz der Tatsache, dass er wegen der Dreharbeiten längere Zeit von seinen Kindern getrennt war, ließen seine Aussagen darauf schließen, dass er die Meinungen und Erfahrungen seiner Kinder zu schätzen wusste. Im Laufe ihres Lebens ist Leslie einige Male an der Seite ihres Vaters in der Öffentlichkeit aufgetreten und hat auch an einigen wichtigen Veranstaltungen in Hollywood teilgenommen. Bei der 41-jährlichen Verleihung der Golden Globe Awards im Januar 1984 war sie an seiner Seite. Später begleitete sie ihn zu den Premieren von Der Pate, Teil 3 im Dezember 1990 und Class Action im März 1991, die beide in den Vereinigten Staaten stattfanden. Leslies bescheidene Präsenz in Hackmans Leben spiegelte die starke, aber private Verbindung wider, die er zu seinen Kindern unterhielt, obwohl sie sich aus der Öffentlichkeit heraushielt. Obwohl er eine legendäre Figur in der Filmindustrie war, nannte Leslie ihn nur Dad. Er war ein Schauspieler, dessen Darbietungen die Fähigkeit hatten, das Publikum zu beeindrucken, sogar seine eigene Tochter. Obwohl die Nachricht von Gene Hackmans Tod die gesamte Unterhaltungsbranche erschütterte, war der Verlust für seine Töchter Elizabeth und Leslie besonders schmerzlich. Menschen auf der ganzen Welt kannten ihn als eine Legende, die einen Oscar gewonnen hatte und deren Präsenz auf der Leinwand überlebensgroß war. Sie nannten ihn immer nur Dad. In den Tagen nach dem Ableben ihres geliebten Mannes gaben Elizabeth und Leslie zusammen mit ihrer Nichte Annie eine Erklärung an die Presse ab. Sie war kurz und aufrichtig und würdigte den enormen Einfluss, den Hackman auf Millionen von Menschen hatte, während sie gleichzeitig deutlich machte, dass seine wichtigste Funktion in ihren Augen in ihrer Familie lag. Hinter den öffentlichen Erklärungen verbarg sich jedoch eine tiefe Trauer, die nur sie nachvollziehen konnten. Es war unangenehm zu erfahren, unter welchen Umständen ihr Vater gestorben war. Seine geliebte Frau, Betsy Arakawa, war nur wenige Tage vor seinem Tod verstorben. Und als Todesursache wurde das Hunter-Virus festgestellt. Eine ungewöhnliche Infektion, die mit Rattenkot in Verbindung gebracht wird. Wenig später verstarb auch ihr Vater, der bereits an Alzheimer und Herzproblemen litt. Elizabeth fühlte sich angesichts dieser Situation nicht wohl. Es herrschte ein Gefühl des Unbehagens über alles. Anfangs äußerte sie sich nur vorsichtig, indem sie ihre Zweifel denjenigen mitteilte, die ihr am nächsten standen. Als sich das Gemurmel zu Nachfragen entwickelte, machte sie ihre Bedenken der gesamten Öffentlichkeit bekannt. In den Gesprächen äußerte sie die Befürchtung, dass gefährliche Gase, wahrscheinlich Kohlenmonoxid, bei beiden Todesfällen eine Rolle gespielt haben könnten. Die Familie wartete mit angehaltenem Atem auf die Ermittlungen der Behörden, in der Hoffnung, Antworten zu finden, die sie wieder beruhigen würden. In der Zwischenzeit zeichnete sich ein weiteres Problem ab: Gene Hackmans Erbe. Obwohl berichtet wurde, dass er seine Kinder von seinem Testament ausgeschlossen hatte, gingen Rechtsexperten davon aus, dass sie dennoch Anspruch auf sein 80 Millionen $ schweres Erbe hätten. Die Auseinandersetzung mit dem komplexen Erbe ihres Vaters und die Bewältigung des Schmerzes, den sie erlebten, war ein ungewöhnlicher Umstand. Die ganze Zeit über blieben Elizabeth und Leslie der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, so wie sie es ihr ganzes Leben lang getan hatten. Im Gegensatz zu ihrem Vater hatten die beiden nie nach Anerkennung gestrebt. Und auch jetzt, nach seinem Tod, hüteten sie während des gesamten Prozesses ihre Privatsphäre. Für seine Töchter wird Gene Hackman immer als der Mann in Erinnerung bleiben, der einst ihr Auto stahl, um zu Vorsprechen zu fahren. Als der Vater, der immer noch an Umarmungen statt an Händeschütteln glaubte
und als die Präsenz in ihrem Leben, die nie ersetzt werden konnte. Die Welt wird sich an Gene Hackman als Schauspieler erinnern. Aber seine Töchter werden ihn immer als einen anderen Menschen in Erinnerung behalten. Das Ableben von Gene Hackman. Das Büro des Sheriffs von Santa Fe County und die National Broadcasting Company, die zu KOB TV gehört, haben den Tod des Oscar-Preisträgers Gene Hackman bestätigt. Die Leiche des Schauspielers Gene Hackman wurde in seinem Haus in Santa Fe gefunden. Zusammen mit seiner Frau und seinem Hund wurde seine Leiche am Mittwochnachmittag, 26. Februar 2025, gegen 13,45 Uhr in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, gefunden. Rief ein Nachbar die Polizei, was zu dieser Meldung führte, um zu sehen, wie es Hackman geht. Berichten zufolge wurde seine Frau, die 65-jährige klassische Pianistin Betsy Arakawa, in einem Badezimmer und Hackman, 95, in einem an die Küche angrenzenden Nebenraum des Hauses in Santa Fe entdeckt. Die Behörden hielten den Tod für seltsam genug, um ihn zu untersuchen, obwohl keine Verletzungen gemeldet wurden, und schließen ein Verbrechen nicht aus. Was könnte die Ursache für den schnellen Tod dieser Legende, seiner Frau und seines Hundes gewesen sein? Bevor wir uns näher mit den Umständen seines Todes befassen, wollen wir einen Blick auf seine letzten Tage in der Hollywood-Industrie und seine gesundheitlichen Probleme werfen. Wir werden Ihnen jetzt etwas verraten, das Sie umhauen wird. Berichten zufolge erklärte Gene Hackman 2004 seinen Rücktritt von der Schauspielerei, nachdem er in dem Film Willkommen in Mooseport mitgespielt hatte. Berichten zufolge hat er 2 Oscars gewonnen. Einen für French Connection im Jahr 1973 und einen weiteren für Unforgiven im Jahr 1992. Der Lex Luthor in der Superman-Serie war eine von Hackmans bekanntesten Rollen. Zuletzt war er als Synchronsprecher in den Dokumentarfilmen Wir, die Marines und der unbekannte Fahnenschwinger von Iwo Jima 2016 und 2017 zu sehen. Mehreren Quellen zufolge hatte er eine Vorgeschichte mit Herzproblemen und ließ sich vor seinem Tod einen Herzschrittmacher einsetzen. Aus den Daten des Geräts geht hervor, dass sein Herz am 17. Februar 2025, 9 Tage vor der Entdeckung der Leichen, aufgehört haben könnte zu schlagen. In den Berichten heißt es, dass dies die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Ursache in Verbindung mit gesundheitlichen Problemen erhöht. Hackman wurde Berichten zufolge 1990 operiert, um einen Herzinfarkt zu vermeiden. In diesem Jahr spielte er in Filmen wie Loose Cannons, Postcards from the Edge and Narrow Margin mit. Laut einem Bericht der Nachrichtenorganisation United Press International aus dem Jahr 1990 unterzog sich Hackman, der damals 60 Jahre alt war, einer Angioplastie, bei der angeblich ein Ballonkatheter eingeführt wurde, um eine Arterie zu öffnen, die zu seinem Herzen führte. Außerdem bestätigte Dr. Herbert Semmler bestätigte die Informationen gegenüber United Press International und betonte, dass man Glück gehabt habe, den Bereich mit einem Ballonkatheter leicht aufblasen zu können. Er sagte, Hackman habe während seines Urlaubs in Oregon Schmerzen in der Brust gehabt, die langsam einen Arm hinunterwanderten. In einem Interview mit dem Talkmaster Larry King aus dem Jahr 2004 gab Hackman später zu, sich einer Angioplastie unterzogen zu haben, als er gefragt wurde, ob er Angst vor dem Eingriff hatte. Er sagte, er habe zwar wenig Bedenken, aber die übliche Angst vor dem Sterben. Ich möchte sicherstellen, dass meine Frau und meine Familie gut versorgt sind, erklärte er. In einem Interview mit King später im Jahr soll Hackman zugegeben haben, dass es wohl aus war und dass er keine weiteren Projekte geplant hatte. Die Ermittler sollen auch prüfen, ob äußere Faktoren zum Tod des bekannten Schauspielers, seiner Frau und des Hundes beigetragen haben, denn die Beamten sollen zunächst eines der Haustiere des Paares falsch identifiziert haben, das ebenfalls tot am Tatort gefunden wurde. Zusätzlich zu seinen Herzproblemen
wurde Hackman angeblich 2012 beim Radfahren in Isla Morada, Florida, verletzt, nachdem er von einem Auto angefahren worden war. Die Florida Highway Patrol bestätigte den Zeitungsbericht. Als ein Pickup-Truck den Hinterreifen von Hackmans Fahrrad rammte, wurde angenommen, dass der 81-Jährige keinen Helm trug. Nach Angaben der Highway Patrol wurde er in das Ryder Trauma Center in Miami gebracht. Hackmans Sprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass er von dem Lastwagen angefahren wurde und nur deshalb geflogen wurde, weil er sich auf einer Insel befand. Alle sind nun neugierig darauf, woran Gene Hackman genau gestorben ist und wie die Ermittlungen zu seinem Tod verlaufen sind. Machen Sie sich auf viele weitere interessante Informationen über seinen angeblichen Tod gefasst. Analyse des Todes von Gene Hackman. Nachdem Hackman im Alter von 95 Jahren verstorben ist, laufen die Ermittlungen zu seiner Todesursache angeblich noch. Den Berichten zufolge wurde ein kleines Gasleck an einem Herd entdeckt, als die Luft 0,03% Gas enthielt. Obwohl keiner dieser Vorfälle als tödlich eingestuft wurde, wurden bei 4 weiteren Personen Verstöße gegen die Vorschriften festgestellt. Und zwar im Zusammenhang mit einem Warmwasserbereiter und Gasfeuerzeugen in 3 Kaminen. Da in dem Haus keine nennenswerten Gaslecks oder Kohlenmonoxid entdeckt wurden, haben die Behörden der New Mexico Gas Company Berichten zufolge eine Gasvergiftung ausgeschlossen, auch wenn die toxikologischen Befunde noch ausstehen und Wochen dauern könnten. Die Tatsache, dass die Ermittler neben Betsys Leiche Tabletten gefunden haben, wirft ebenfalls Fragen zum Tod des Paares auf. Mehrere Familienmitglieder und andere Personen, die dem verstorbenen Star nahestanden, haben ausgesagt, dass sie sich in ihren letzten Tagen und Wochen von allen distanziert haben. Während die Ermittlungen zum tragischen Tod von Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa in die 2. Phase eintreten, geben die Verwandten und engen Freunde des Paares angeblich weitere Einzelheiten über den Gesundheitszustand und die veränderten Gewohnheiten des Paares im letzten Monat ihres Lebens bekannt. Nach der Entdeckung der sterblichen Überreste des Paares in ihrem Haus in Santa Fe in der vergangenen Woche wurde eine Autopsie durchgeführt. Wie das Büro des Sheriffs von Santa Fe am vergangenen Freitag mitteilte, sind der zweifache Oscar-Preisträger, dessen Karriere in Hollywood 4 Jahrzehnte umfasste, und der klassische Musiker Arakawa nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Man nahm an, dass die beiden an einem Gasleck gestorben waren, als man sie am Mittwoch bei einer Untersuchung in verschiedenen Bereichen ihres Hauses fand. Laut Polizeibericht wies keiner der beiden sichtbare Schäden auf. Bart 10. Februar hatte Hackmans Herzschrittmacher seine letzte Aufzeichnung gesendet. Er vermutete, dass der Schauspieler bereits seit mindestens einer Woche tot war, bevor seine Leiche in einem Abstellraum neben der Küche entdeckt wurde. Diese Untersuchung begann am 26. Februar, als Herr Hackman, Ms. Arakawa und ihr Hund in ihrem Haus entdeckt wurden. Ich möchte nur einen kurzen Überblick geben, bevor ich neue Inhalte anbiete. Am Wochenende bekräftigte der Sheriff von Santa Fe County, Adan Mendoza, seine Überzeugung, dass der Tod des Ehepaars, das seit fast 30 Jahren in dem Haus an der Old Sunset Trail Road wohnte, nicht auf Fremdeinwirkung zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Polizei die restlichen Ermittlungen in den nächsten Wochen abschließen wird. Es scheint, als hätten Freunde und Familie auf Hackmans Tod reagiert, indem sie alles, was sie über den Schauspieler und sein Ableben wissen, mitteilten. Sie könnten etwas hören, das ihre Vorstellungen völlig verändert. Also bleiben Sie ruhig. Reaktionen der Öffentlichkeit und der Familie auf den Tod von Gene Hackman. Freunde und Familienangehörige haben sich seit dem Tod von Hackman über dessen Tod und Vermächtnis geäußert. Am Wochenende sprachen Reporter einiger Zeitungen mit Freunden und Familienangehörigen Hackmans über seinen abnehmenden Gesundheitszustand im Alter von 95 Jahren und einige Veränderungen in ihrer Beziehung zur Familie. Daniel und Barbara Lenihan,
ein Ehepaar, das mit Hackman und Arakawa seit Jahren befreundet war, und ihr Sohn Aaron sprachen mit anderen über ihre Eindrücke von den beiden vor ihrem tragischen Tod. In den vergangenen Monaten sei Hackman dort deutlich abgerutscht, erklärten sie. Hackman habe sich in letzter Zeit im Wesentlichen auf sein Haus beschränkt, sagte Daniel Lanahan der Nachrichtenagentur. Der Schauspieler im Ruhestand habe vor etwa einem Jahr aufgehört, mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft zu fahren, sagte Barbara Lanahan in einer öffentlichen Erklärung. Aaron erklärte, dass Arakawa, der 64 Jahre jünger als Hackman war, sich in seinen letzten Lebensjahren besonders um ihn kümmerte. Er behauptete, dass Betsy versucht habe, ihn etwas zu beschäftigen und aktiv zu halten, und dass Hackman seinen Geist mit Zoom beschäftigt habe, um Yoga zu machen und Rätsel zu lösen. Er fuhr fort, dass Betsy ihn vor Covid-19 so sehr beschützt habe, dass sie normalerweise eine Maske trug, wenn sie sahen. Hackmans enger Freund Doug Lanham bestätigte seine Aussage gegenüber TMZ und behauptete, dass die Frau des Schauspielers sicher war, dass er sich streng und nahrhaft ernährte und dass er in dem Café, das er jahrelang betrieb, eher Heilbutt oder Reispapierfisch als ein großes Steak bestellte. Sie wirkten wie Partner aus dem wirklichen Leben, sehr sympathisch und einander verbunden. Und er kam zu dem Schluss, dass sie eines der engsten Paare waren, die er je gesehen hatte. Er beschrieb sie als ruhig, aufrichtig und unterhaltsam. Barbara Lanahan sagte, Hackmans Gesundheitszustand habe sich verschlechtert, während sich Arakawa vor ihrem Tod in ausgezeichneter Verfassung befunden habe. Berichten zufolge erklärte eine von Hackmans Töchtern nach der Feststellung seines Todes in der vergangenen Woche gegenüber den Medien, dass die Behauptungen der Familie Lanahan über den abnehmenden Gesundheitszustand ihres bekannten Freundes völlig widersprüchlich seien. Vor seinem Tod erklärte Leslie Ann Hackman gegenüber der Daily Mail, dass ihr Vater keinerlei Anzeichen für gesundheitliche Probleme aufwies. Sie sagte der Zeitung, er sei für sein Alter in sehr guter körperlicher Verfassung gewesen. Leslie Ann, eines der 3 Kinder des Schauspielers aus einer früheren Ehe mit Faye Maltese, und ihre Geschwister glaubten Berichten zufolge, dass ein Gasleck die Ursache für den Tod ihres Vaters war. Die Behörden schlossen dies letzte Woche aus. Aus einer Erklärung von Leslie Ann gegenüber der Daily Mail geht hervor, dass sie in den Monaten vor seinem Tod keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte. Dies geht aus einer Aussage von Keiko hervor, einer Haushälterin, die sich um Arakawas Mutter kümmerte, die 91 Jahre alt und an Demenz erkrankt war. Sie erklärte, dass die Situation derjenigen zwischen Arakawa und ihrer Mutter, Yoshi Feaster, sehr ähnlich war. Es war im Oktober, als Leslie Ann Hackmans Vater aufhörte, häufig mit ihr auf Hawaii zu telefonieren, behauptete sie. Dies geschah während der 2 Monate, in denen sie nicht mit ihrem Vater gesprochen hatte. Sie gab an, dass Arakawa im Oktober des Vorjahres aufgehört habe, sie zu kontaktieren, obwohl sie früher 1- oder 2-mal im Monat angerufen habe. Dies habe sie dazu veranlasst, über die tatsächlichen Ereignisse nachzudenken, erklärte sie. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung betonte Sheriff Mendoza, dass die Ermittler nun den zeitlichen Ablauf der vergangenen Monate zusammensetzen. Bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbefehls in der vergangenen Woche wurde angeblich auch ein persönlicher Kalender im Haus gefunden, der zu den Gegenständen gehörte, die aus der Wohnung mitgenommen worden waren. Solange die vollständigen toxikologischen Berichte für Hackman und Arakawa noch nicht vorliegen, was in einigen Monaten der Fall sein dürfte, können laut Tim Hackman, dem Neffen von John Hackman, keine Schlussfolgerungen gezogen werden. Er und seine Frau, deren Tod ein Rätsel bleibt, wurden kürzlich von einer seiner Lieblingsstädte geehrt. Er war einer der besten Schauspieler in der Geschichte Hollywoods. Warten Sie eine Sekunde, denn der spannendste Teil kommt gleich um die Ecke. Betsy Arakawa und John Hackman werden in Santa Fe geehrt. Nach ihrem kürzlichen Tod hat die Santa Fe Film Commission berichten, zufolge John Hackman und Betsy Arakawa eine ergreifende Ehrung zuteil werden lassen. Zu Beginn einer Pressekonferenz am Freitag
würdigte die Filmkommissarin von Santa Fe, Jennifer LaBarre Tapia, die Verdienste des verstorbenen Schauspielers und seiner Frau sowohl für die Filmindustrie als auch für die Stadt, in der sie lebten. Die Filmindustrie und Santa Fe trauerten um zwei außergewöhnliche Menschen, Betsy Arakawa und Gene Hackman, erklärte sie und drückte ihre Trauer über den Verlust des Paares aus. Sie war nicht nur eine berühmte Schauspielerin, deren Talent Generationen von Geschichtenerzählern inspirierte, sondern verriet auch, dass John und Betsy seit langem in ihrer Stadt lebten und dass sie tief in das Gefüge von Santa Fe verwoben war. Laut LaBarre Tapia hat John einen unvergleichlichen Beitrag zum Film geleistet, einschließlich jahrzehntelanger herausragender Auftritte, von denen einige in Santa Fe gedreht wurden. Ihrer Meinung nach in May wird der Einfluss des Schauspielers viele Generationen überdauern und mehrere Schauspieler, Künstler und Filmemacher haben sich von seiner Arbeit inspirieren lassen. Sie erzählte, dass ihre Nachbarn außerhalb von Hollywood, Gene und Betsy, nach Santa Fe gezogen waren und die Lebensart der Stadt angenommen hatten. Aufgrund ihrer Freundlichkeit, Herzlichkeit und Liebe zur Stadt seien sie mehr als nur Symbole. Sie seien Teil ihrer Familie. Sie machte deutlich, dass die Gemeinde an alle denkt, die sie kannten und schätzten, sowie an ihre Angehörigen. Ihr zufolge bestand der Hauptzweck der Pressekonferenz des Sheriffs von Santa Fe County, Adan Mendoza, am Freitag darin, die Öffentlichkeit über die Situation zu informieren, seit der Tod von Hackman und Arakawa am Mittwoch, dem Februar, gemeldet wurde. Ein örtlicher Sheriff betonte während einer Presseveranstaltung, wie wichtig es sei, eine umfassende Untersuchung durchzuführen, um die wahre Ursache für den Tod des Paares herauszufinden. Während die Ermittler die beiden Verstorbenen auf Giftstoffe untersuchen, scheinen Fans und Gemeindemitglieder auf weitere Details zu warten. Während die Ermittlungen zum Tod von Betsy Arakawa und Gene Hackman weitergehen, sucht die Öffentlichkeit immer noch nach Antworten auf diese vorzeitige Tragödie. Die örtlichen Behörden gehen aktiv allen Hinweisen nach. Und der Fall soll uns daran erinnern, wie unvorhersehbar das Leben und der Tod sind. Insbesondere im Leben von Menschen, die wir schätzen. Das Vermächtnis von Hackman und Arakawa sowie das Rätsel um ihren Tod werden zweifellos noch viele Jahre lang Einfluss auf die Fans und die Filmindustrie haben. Wie hat sich das Vermächtnis von Gene Hackman auf Sie ausgewirkt? Und was denken Sie über den Tod seiner Frau, seines Hundes und seines Mannes? Schreiben Sie Ihre Gedanken in das untenstehende Kommentarfeld. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie es bitte und teilen Sie es. Klicken Sie auch auf das folgende Video, das auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Es wird Ihnen gefallen,